Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich über die neu dabei sind. Mein Name ist Calypso und ich habe gerade einen kleinen Sockentanz für euch vorgeführt. Sprich, meine Socken sind fertig. So, hier sind sie. Ihr habt sie ja schon ganz gut gesehen in der kleinen getanzten Intro. Ja, ich habe nicht die Gewohnheit, meine Socken zu spannen oder zu blockieren. Ich habe so einen Holzfuß nicht. Ich mache das nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Socken sonst vielleicht an Elastizität verlieren, wenn sie so ein bisschen gespannt werden durch diesen Holzfuß. Ich habe es natürlich noch nie gemacht, deswegen kann ich es auch nicht genau sagen. Ich möchte aber gern, dass meine Socken ihre Elastizität behalten. Deswegen stricke ich sie auch extra im Rippenmuster, damit sie sich schön an meinen Fuß anschmiegen und schön eng meinen Fuß einwickeln. Ja, also ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Sind einfach ganz normale Socken, nichts Besonderes. Ja, ich denke, ich werde vielleicht dieses Winter noch schaffen, ein zweites Paar zu stricken, mal sehen. Vielleicht mit dem Rest von diesem blauen Garn, weil ich habe noch ziemlich viel übrig davon, aber noch mit einer zweiten Farbe kombiniert und vielleicht mache ich ein etwas anderes Muster, weil so war es jetzt schon ganz praktisch und schön, aber auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja, aber Socken kann man nicht genug haben, vor allem habt ihr auch den Zustand gesehen von meinen alten Socken. So, dann kann ich euch auch noch kurz erzählen, was ich trage. Die schon mehrmals zugeschaut haben, kennen das schon. Deswegen mache ich es wirklich nur ganz kurz. Das ist der Sapphire von Marie Wallin, der in der Zwischenzeit wirklich komplett fertig ist. Also ich hatte genug Garn, um hier diese Häkelborte zu machen, die ziemlich dramatisch aussieht für meinen Geschmack. Also positiv ist es gemeint. Es gefällt mir ganz gut, dass es hier so ein bisschen Drama reinbringt. Die Knöpfe sind auch sehr, sehr schön. Die gefallen mir echt gut. Die finde ich richtig schick. Und im Großen und Ganzen habe ich manchmal den Eindruck, finde ich das sehr elegant, dieses Kleidungsstück. Und es hat ein bisschen ein Flair von Trachtenjacke für mich. Was natürlich positiv ist. Also ich finde, es hat ein bisschen etwas von einer traditionellen Trachtenjacke, die man so im Schwarzwald findet. Apropos Schwarzwald, ich erzähle euch noch kurz, dass ich meine Stricklehrerin besucht habe, aber das nur als kleine Erwähnung am Rande. Es war sehr schön, sie im Schwarzwald zu besuchen. Und ich erwähne auch, dass ich auf diesem Kanal noch einen Podcast auf Französisch machen möchte. Und ich werde es aber nicht so in der Regelmäßigkeit machen, wie ich es auf Deutsch mache. Und außerdem werde ich das am selben Tag posten wie der Podcast auf Deutsch, damit ihr, falls ihr mir ein Abo dagelassen habt, nicht so viele Benachrichtigungen bekommt. Genau, denn ich habe eigentlich zweimal stricken gelernt. Das erste Mal habe ich stricken gelernt in Frankreich und bei Freunden von unserer Familie. Und zwar bin ich in Frankreich geboren und aufgewachsen und erst mit 11 nach Deutschland gezogen. Das heißt, ich habe, glaube ich, als erstes meine Mutter wahrscheinlich stricken sehen. Aber das hatte ich ja schon erzählt, dass meine Mutter gut rechte und linke Masche stricken kann und Schals stricken kann und wirklich sehr simple Sachen, aber kein Kleidungsstück richtig konfektionieren kann, was ja auch in Ordnung ist, muss man nicht kennen. Aber sie hat mich ja auch auf jeden Fall unterstützt in meiner Lust und meiner Neugierde für das Stricken, denn sie hat damalige Freunde von unserer Familie, die so ungefähr 10 Jahre älter sind als meine Eltern, gefragt und da die Janine, also die Frau, hat mir Stricken beigebracht als erstes. Sie hat auch öfters nach der Schule auf mich aufgepasst. Die haben nämlich nicht so weit weg von uns gewohnt. Und Janine hat mir als erstes Stricken beigebracht. Bei ihr habe ich aber im Endeffekt nur einen kleinen Pullover für ein Kuscheltier von mir gemacht. Und zwar waren das einfach 4 Rechtecke
jeweils für vorne und hinten und dann für die Ärmel und das zusammengenäht und das war weiß und pink. Ja, das habe ich dann bei ihr gemacht und kurz darauf sind wir dann nach Deutschland umgezogen. Deswegen habe ich dann nicht viel mehr bei ihr gestrickt. Aber wir sind noch in Kontakt oder ich bin auf jeden Fall noch in Kontakt mit Janine und mit ihrem Mann Philippe. Und ja, vielleicht schaut sie dann auch mal mit dem Podcast auf Französisch. Mal sehen. Auf jeden Fall wollte ich das einfach nur erwähnen, damit ihr euch nicht wundert. Und ich tue natürlich mein Bestes, damit es sich mit den Benachrichtigungen in Grenzen hält. Ja, und das richtig stricken gelernt und wirklich mit dem ganzen Drum und Dran und ausführlich richtig gelernt habe ich dann erst im Schwarzwald bei meiner ehemaligen Nachbarin Ute, ja, die ich Anfang Mitte Januar ganz dick umarmt habe. Ja, dann mache ich auch schon weiter. Mit der Tombola, also mit der Verlosung. Das hat jedes Mal einen anderen Namen. Die Verlosung. Also, ich freue mich sehr, dass so viele von euch teilgenommen haben. Es haben 35 liebe Menschen teilgenommen an der Verlosung, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und ich habe alle Namen bereits auf Zettelchen geschrieben und hier in meinen Beutel reingetan. Diesen Beutel, jetzt vermische ich ein bisschen alles, wird ein bisschen durcheinander. Diese Taschen hatte ich euch schon mal gezeigt in der letzten Folge, glaube ich. Da hatte ich sie noch nicht ganz fertig genäht, aber hier sind sie fertig genäht, diese großen Taschen aus diesem Reststoff, den ich hatte, kombiniert mit diesem dunkelroten Stoff. Ich habe hier noch Druckknöpfe dran genäht, die ich super gut finde. Und ja, ich habe 2 Taschen gemacht. Und beide Taschen habe ich genauso wie bei den japanischen Beuteln, die ich genäht habe, auch ausgestattet mit einem extra Geldbeutel. Mit dem Reststoff habe ich den gemacht und da habe ich einen Reißverschluss hier, einen nahtverdeckten gemacht. Aber es war ein bisschen kompliziert, weil meine Nähmaschine, über die ich schon mal gequatscht hatte, die hat ich konnte partout keinen Nähfuß finden, um den nahtverdeckten Reißverschluss einzunähen. Ich habe wirklich ganz viel gesucht und nichts gefunden. Ich habe so Füße gefunden, die man theoretisch austauschen kann, aber es hat gar nicht funktioniert. Ich wollte auch den einzigen Fuß, den ich habe, nicht kaputt machen, um das auf Teufel komm raus auszuprobieren, den auszutauschen. Deswegen ist es jetzt nicht so ganz gut geworden, das Einnähen vom nahtverdeckten Reißverschluss, aber meine Güte, Hauptsache es funktioniert, ist nicht so schlimm. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wo ich für Privileg-Nähmaschinen Nähfüße finden kann. Denn ich konnte einfach nichts finden. Ich glaube, diese Nähmaschinen sind einfach schon so alt, dass da keine Ersatzteile oder Zubehör zu kaufen ist dafür. Naja, ich habe auf jeden Fall diese 2 Geldbeutel noch hier dazu genäht mit dem nahtverdeckten Reißverschluss mit dem roten Innenstoff und genau wie bei den japanischen Handgelenkbeutel oder Knotentaschen heißen sie, habe ich auch mit der Kordel hier das an die Tasche festgenäht innen, damit man seine Wertsachen hier auch nicht verliert. Die Tasche habe ich schon ganz viel benutzt. Ja, sie gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist auch das Schlusswort zu meinen Nähprojekten, denn jetzt wird es spannend. Wie machen wir das am besten? Also genau, es gibt nämlich diese 3 Paar Socken zu gewinnen und diese 3 Sockenwollknäuel. Und da ziehe ich nämlich jetzt 3 Namen hier raus, die mir einen netten Kommentar hinterlassen haben zu meinem Video, das ich während der Weihnachtspause gemacht hatte. Und ja, auf jeden Fall waren da super liebe Kommentare dabei. Vielen, vielen Dank. Wirklich sehr schöne Sachen. Auch ganze Geschichten und beinahe schon Nachrichten habe ich zum Teil hinterlassen bekommen. Und das, finde ich, hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, diese Verlosung zu organisieren.
Also gleich ziehe ich eure Namen und die dann ihren Namen hören, ich blende den ein und ich schreibe den dann auch noch in die Infobox. Bitte kontaktiert mich, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail ist auch in der Infobox. Ich kommentiere euch auch und versuche euch zu kontaktieren, damit wir da zueinander finden und ich euch euer tolles Geschenk zukommen lassen kann. Also, Trommelwirbel Nummer 1. Ich wühle hier so ein bisschen rum, damit es auch wirklich, vielleicht hole ich mal diese Tasche hier so raus, den Geldbeutel. Ich wühle mal rum, damit wirklich die 35 Personen hier... hier ist ja noch meine Maske. So. Also Nummer 1. Ich habe gleich 2 gezogen. Okay, ich mache noch so. Und 1 stecke ich wieder rein. Das ist die Monique Pasch. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Kommentar und dein Name. Blende ich dann auch noch ein. Nummer 1 haben wir also schon. Nummer 2, spannend. Trommelwirbel. Okay, also, ich gucke auch wirklich nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rausziehe. Nummer 2, Katrin Schweiger. Sehr schön. So, Nummer 3. Ich suche wirklich ganz unten in den Beutel. Hier so. So, ich hab's. Karin Trost. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, 3 Gewinnerinnen für die Verlosung. Ich freue mich sehr. Und ja, sprecht mich an, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine E-Mail und ihr bekommt so schnell wie möglich eure kleinen Geschenke. So, vielleicht, wenn es jetzt gut klappt und ich demnächst wieder irgendwas zu verschenken habe, mache ich mal wieder eine Verlosung, weil es hat mir auch Spaß gemacht. In diesem Video habe ich ein bisschen was für euch vorbereitet und also ich zeige euch meine Projekte, die ich gerade stricke. Fertig gestrickt habe ich gerade nur die Socken, die habe ich euch ja schon gezeigt und dann habe ich noch 2 Projekte auf den Nadeln gerade. Und am Ende dieses Videos würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr mich begleitet nach Stockholm, auf meine kleine Reise nach Stockholm. Dazu sage ich aber gleich mehr. So, also das erste größere Projekt, was ich auf den Nadeln habe, das habe ich euch in der letzten Folge schon gezeigt. Da hatte ich aber nur so ein kleines Stück gestrickt und jetzt bin ich schon viel weiter gekommen. So. Fadensalat. Hier. Den habe ich gestrickt aus der Carmen von Gusto Wool und er gefällt mir wirklich sehr gut. Also die Farben sind ein bisschen schwierig auf Kamera und mit dem Licht und so. Die kommen da nicht so ganz gut zur Geltung, finde ich. Aber das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen, dass ich das so improvisiert habe. Vielleicht probiere ich das einfach mal kurz an. So viel habe ich noch, aber es muss reichen für die Ärmel und den Kragen, den Halsausschnitt. Also so sieht es aus hier. Ich habe hier die Raglan Ärmel gemacht und dann die Ärmel, die stricke ich komplett im Rippenmuster. Ich habe kurz überlegt, ab hier, also ab dem, wo man Körper und Ärmel trennt, die Ärmel dann glatt rechts weiter zu stricken. Ich habe auch 2-3 cm glatt rechts gestrickt, aber es hat mir nicht gut gefallen. Ich wusste, dass es natürlich ein bisschen ballonartig werden kann hier, weil glatt rechts stricken braucht natürlich mehr Fläche und das Rippenmuster zieht den Stoff zusammen. Aber ich glaube auch mit ein paar Abnahmen an der Stelle wäre das trotzdem nicht so schön geworden. Und im Endeffekt muss ich sagen, eigentlich müsste ich ja eher hier zeigen, im Endeffekt muss ich sagen, gefällt mir die Ärmel komplett im Rippenmuster 1-1, ein Marsch rechts, ein Marsch links und verschränkt gestrickt sehr, sehr gut. Ich finde, das passt einfach gut und
ich mache sie einfach komplett im Rippenmuster. Und hier werde ich dann erst am Bündchen Abnahmen machen, damit sie hier auch eng anliegen am Handgelenk. Also ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir, denn ja, eins rechts, eins links am Ärmel zu stricken. Ich habe so ungefähr 120 Maschen, glaube ich, am Ärmel. Ist schon ein bisschen Arbeit, aber ich werde es auf jeden Fall hinkriegen. Und ja, weil es mir jetzt schon sehr gut gefällt, wie das sitzt und so. Und die Farben. Was habe ich noch gemacht? Hier unterm Arm, also da, wenn man hier die Maschen aufnimmt, diese Maschen hier, die habe ich auch im Rippenmuster gestrickt. Hier. Um dem Ganzen hier noch ein bisschen Form zu geben. Ja, und was ich noch gemacht habe, ist hier an den Stellen, also direkt nachdem Ärmel und Körper aufgeteilt werden, habe ich hier ziemlich in gleichmäßigen Abständen, ja, über vielleicht 20 Runden ungefähr, weiß nicht mehr genau, Maschen abgenommen, damit das hier ein bisschen enger anliegt und einfach, ja, wie um Abnäher zu simulieren praktisch, so wie Abnäher gemacht. Ich habe das vorne gemacht und hinten im Rücken und damit sitzt das hier ganz gut. Und schließlich, ja, habe ich hier das Bündchen hier unten ziemlich breit gemacht, damit es hier schön eng anliegt und auch im Rippenmuster eins rechts, eins links mit verschränkten rechten Maschen. Schließlich habe ich die Maschen hier unten abgekettet mit dem italienischen Abketten. Das war ein bisschen aufwendig, hat ein bisschen Zeit gekostet und es sieht auch ein bisschen interessant aus, weil die rechten Maschen verschränkt sind. Also sieht es ein bisschen anders aus als regulär. Aber das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Ich finde es ganz interessant, wie das aussieht. Hauptsache, das Ganze sieht gleichmäßig aus. Das ist ja das Wichtigste. Und ja, also wie ihr seht, habe ich hier noch ein bisschen Ärmel vor mir. Und für den Halsausschnitt hier, den lasse ich nicht so. Hier mache ich auf jeden Fall noch etwas dran. Ich habe auch schon eine Idee, aber die behalte ich noch für mich, falls ich meine Meinung ändere oder je nachdem, wie viel Garn ich noch habe. Ja, ich hoffe stark, dass das noch reicht für beide Ärmel und hier ein bisschen Dekoration am Halsausschnitt. Also tolles Teil, ich glaube, das kann ich das ganze Jahr tragen, auch vielleicht jetzt nicht im Hochsommer, aber das stricke ich ja mit einer Dreiernadel, also es ist nicht super dick. Und wenn ich jetzt nur einen Top drunter habe oder vielleicht auch gar nichts, ist es ja ziemlich atmungsaktiv. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser kleinen Improvisation. Und es macht mich auf jeden Fall immer ziemlich happy, wenn ich ein Kleidungsstück anschlage und schon so ein paar Ideen im Kopf habe, was dabei rauskommen soll und welche Elemente ich dann haben möchte. Aber im Endeffekt ist es dann schon eine Überraschung, wie es dann aussieht am Ende. Und das finde ich auch das Schöne am Stricken, dass man klar so ein Bild, eine Idee vor Augen hat und das Garn in der Hand hält. Aber das Interessante ist, dass man den Stoff und gleichzeitig die Form kreiert, während man strickt. Ja, das finde ich schon eine Besonderheit am Stricken. Und da bin ich immer sehr gespannt auf das Endergebnis und das ist immer eine kleine Überraschung, die mir richtig viel Spaß macht einfach. So, dann ziehe ich das auch wieder aus und ziehe meine Socken wieder an, weil ich jetzt langsam kalte Füße bekomme. Ich mache weiter. Wie ich schon erzählt habe, war ich in mehreren Wollgeschäften in Stockholm und ich würde euch gerne ein bisschen mit euch teilen, was ich da entdeckt habe. Ich werde euch nicht alles zeigen, was ich mir gekauft habe, weil ich das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig finde, euch das nur hier so aufzuzählen und meine ganzen neuen Knäuel zu zeigen. Ich zeige euch das lieber nach und nach, wenn ich das verstricke. Aber zwei Sachen wollte ich euch gerne zeigen. Das erste ist dieses Buch. Ich war in
2 Wollläden, mehrere hatten auch ihre Winterpause und hatten leider geschlossen, aber genau die richtigen hatten offen. Das war das zweite Wollgeschäft, in dem ich war. Das war auch ganz in der Nähe von unserer Unterkunft und wurde mir auch erst nicht angezeigt bei meiner Suche im Internet, sondern daran bin ich ganz zufällig vorbeigelaufen und war sehr begeistert. In diesem Wollgeschäft gab es sehr viel Garn von Rowan und von englischen Wollmarken. Da habe ich mir kein Garn gekauft, denn ich hatte am Tag davor schon ein bisschen geshoppt. Aber ich habe mir dieses Buch gekauft. Da habe ich nicht lange gezögert. Das ist der Cherish von Mary Wallen. Wie ihr jetzt mittlerweile mitbekommen habt, ist Mary Wallen eine meiner Lieblingsdesignerinnen. Und ich habe mir ganz genau ihre Bücher angeguckt, bevor ich mir das gekauft habe, bin ich nochmal in mich gegangen, beziehungsweise auf Ravelry gegangen und habe mir all ihre Modelle von ihren verschiedenen Büchern angeguckt und mich am Ende für das hier entschieden, weil da, glaube ich, am meisten Modelle sind, die mir gefallen und die ich höchstwahrscheinlich, nicht alle, aber mindestens 1 oder 2 davon stricken werde. Ja. Genau, ich habe nicht so lange gezögert, mir das Heft zu kaufen, weil seit dem Brexit ist es ziemlich schwierig, finde ich, diese Bücher vor allem zu bekommen, ohne abnormalen Zollgebühren bezahlen zu müssen. Deswegen habe ich mir eins ausgesucht und ohne viel nachzudenken gekauft. Da sind wunderschöne Modelle drin, auch ziemlich viel Fair Isle. Und ich stricke super gerne Fair Isle, zwar nicht so super oft, weil es schon ein bisschen teurer ist, muss man sagen. Und weil man ja viele verschiedene Farben braucht und auch etwas aufwendig in der Planung, weil man ja auch die ganzen Farben aussuchen muss. Also ich stricke nicht unbedingt in den Farben, die von der Anleitung immer vorgeschlagen werden, sondern ich suche mir lieber gerne selber meine Farben aus. Oder man hat ja auch nicht unbedingt das zur Verfügung, was in dem Heft vorgeschlagen wird. Denn zum Beispiel in diesem Heft ist ganz viel mit Mary Wallens eigener Garnmarke gestrickt. Und die ist nicht ganz günstig und die gibt es auch nur im 25 Gramm Knäuel, was schon sinnvoll ist, wenn man Fair Isle strickt, dass man eher kleine Knäuel hat. Aber ich möchte doch lieber 50 Gramm Knäuel haben. Und ich glaube, man kann die Eigenmarke von Mary Wallen, ihr Garn, ganz gut ersetzen mit der Rowan Felted Tweed, die ich super toll finde und die, glaube ich, auch ein bisschen günstiger ist. Aber da muss man natürlich gucken, muss man natürlich die Farben auch gut kombinieren und es braucht auch ein bisschen Zeit und Hingabe. Denn online ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn man es nur auf dem Bildschirm macht. Vielleicht geht man dann schon in ein Geschäft und guckt sich das an oder bestellt sich und schickt was zurück oder naja. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Heft gekauft, über das ich sehr, sehr glücklich bin. Und wenn wir schon mal bei Fair Isle sind, zeige ich euch das Projekt, das ich schon angeschlagen habe mit Garn, das ich eben auf meiner kleinen Reise gekauft habe. Und zwar hat sich der nette Gentleman, der mir hilft, meine Videos zusammenzuschneiden, einen Kragen gewünscht und eine Mütze. Dafür hat er sich Garn ausgesucht im Geschäft. Ich habe ihm 1, 2 Anweisungen gegeben, aber auch nicht so viel. Und er hat sich wirklich sehr, sehr schöne Farben ausgesucht. Also einmal dieses Rot, das Grün und dieses Beige mit dieser Cremefarbe. Ich finde, die Farben passen wirklich sehr, sehr schön zusammen. Ja, das ist die Pernilla von Filcolana. Die hat 175 Meter auf 50 Gramm. Und das ist 100% peruanische Wolle. Ja, ich hoffe, ihr hört meinen Nachbarn gerade nicht. Der bewegt seine Stühle oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall muss ich sagen, wäre ich im ersten Moment nicht unbedingt so hingezogen gewesen zu diesem Garn, auch wenn das natürlich so sehr schön ist. Und erst jetzt beim Verstricken und muss ich sagen, finde ich die Wolle wirklich toll. Sie fühlt sich sehr gut an, ist sehr, sehr weich, sehr angenehm beim Stricken und macht sich auch sehr, sehr gut beim Fair Isle.
Also, ich zeige euch, was ich hier schon gemacht habe. Das wird hier der Kragen. Unten habe ich in diesem Beige Rippen gestrickt, eine Masche rechts, eine Masche links Rippenmuster und auch einen italienischen Maschenanschlag gemacht. Dann habe ich mir ein ziemlich abstraktes Muster selbst überlegt mit einer App, die einem ein kariertes Blatt vorlegt und darauf kann man dann rummalen. Und damit habe ich diese Motive hier selber gezeichnet oder gemalt. Und das untere hier, das ist vielleicht etwas abstrakt, da kann man sehen, was man möchte, also vielleicht Blumen oder auch was anderes. Ich meine, das ist auch jedem selbst überlassen oder jeder. Und hier oben habe ich, da kann man auch sehen, was man möchte im Endeffekt interpretieren. Ich sehe hier kleine auch Blumen oder vielleicht auch einen Baum oder auch kleine Herzchen. Auf jeden Fall hat die Zeichnung dem zukünftigen Mützen- und Kragenträger gut gefallen und dann habe ich einfach losgelegt. Ja, genau, ich wollte einfach nicht langweilige Streifen da reinstricken, das wollte er, glaube ich, auch nicht. Deswegen habe ich ganz mutig Jacquard, also Vereil angeschlagen und es macht auch super viel Spaß, Vereil zu stricken. Ich muss sagen, das macht auch ein bisschen süchtig. Es ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen, also ein Mandala auszumalen, aber mit Wolle und es macht einfach Spaß. Also ich muss da wirklich mich bremsen und sagen, ich muss jetzt endlich schlafen gehen abends, weil sonst bleibe ich da ein bisschen hängen. Und stricke einfach weiter. Ich stricke Vereil mit 2 Fingern. Das musste ich ein bisschen üben zu lernen, weil ich halte den Faden normalerweise in der linken Hand und ich stricke den mit 2 Händen gleichzeitig. Vereil, jetzt habe ich hier die Fäden gerade abgeschnitten, da ist gerade nur 1 da dran. Mit ein bisschen Übung klappt es ganz gut und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man gleichmäßig ist, also dass man immer die Hintergrundfarbe in derselben Hand hält und die Farbe, die ein bisschen dominanter, ein bisschen mehr rausstechen soll, in dem Muster in der anderen Hand hält. Also da darf man die nicht vertauschen, damit das Ganze auch gleichmäßig wird. Und worauf man auch noch achten muss, wenn man Vereil strickt, ist, dass man die Fadenspannung gleichmäßig hat und auch eher ein bisschen lockerer strickt, damit die Fäden hier hinten nicht das ganze Stück dann am Ende zusammenziehen, sondern damit die hier schön aufliegen und gleichmäßig aussehen. Wie gesagt, es macht einfach super viel Spaß. Es gibt auch Leute, die beide Farben in einer Hand halten. Ich finde es besser, wenn man beide benutzt. Aber ja, jeder macht einfach, wie er am besten kann oder möchte. Ja, also ich bin ganz zufrieden damit und ich werde jetzt dieses untere Muster hier nochmal wiederholen und das hier auch noch einmal wiederholen und oben dann in diesem hellen Beige dann das Bündchen hier stricken. Das war es dann auch schon dazu. Ich möchte noch erwähnen, dass die Folge im März wahrscheinlich mit einer Woche Verspätung online kommen wird, weil der Februar doch ziemlich kurz ist und es geht hier nicht darum, Turbo zu stricken oder sich eine Verletzung zu holen, denn ich muss sagen, mein Arm hat sogar ein bisschen wehgetan in den letzten Wochen manchmal und da musste ich ein paar Tage mal Pause machen und das ist gut. Es geht nicht darum, hier so viel und so schnell und so viel zu produzieren wie möglich, sondern einfach Spaß an der Sache zu haben und mit euch meine Strickprojekte zu teilen und natürlich auch was von euch zu erfahren. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Kommentare, Ideen, euch etwas Bestimmtes interessiert, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Schließlich lade ich euch ein, mit mir nach Stockholm zu kommen und da etwas zu spazieren. Ich habe schöne Aufnahmen für euch vom verschneiten Stockholm. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Wir hatten ganz viel Spaß und ich lade euch auch ein,
mit mir Wollläden euch anzugucken und schöne wollige Abenteuer zu haben. Wir sehen uns gleich oder bis zum nächsten Mal. Ciao!